Wir sind heute hier in Thüringen in einem alten, stillgelegten Steinbruch. Hier muss man immer mal wieder neue Wege finden und dafür sind wir bei Valtra bekannt. Und besonders der Non-Eck-Bereich ist da ja auch für bekannt. Und das schauen wir uns heute an. Da haben wir eine ganz besondere Auswahl an Maschinen heute dabei. Auf geht's! Wir stehen jetzt vor einer ganz besonderen Maschine, einen ganz besonderen, vielseitig aufgebauten Schlepper. Das ist ein Vertreter der N-Serie. Er bietet zum einen Frontlader als Anbaugerät, aber im Heck, da seht ihr schon, da ist ein Heckbagger verbaut. Der Heckbagger ist gehalten über einen speziellen Rahmen, der am Schlepper verbaut ist. Der Bagger hat eine Reichweite von 5,80 Meter und daneben hat er noch viele andere Features zu bieten. Zum Beispiel vorne sieht man am Drehgelenk, Rotortilt ist verbaut. Dahinter kommt eine Zusatzverrohrung für andere Anbaugeräte. Wir können die Bedienung mit rausnehmen. Und wenn man in der Kabine ist, sieht man die integrierte Steuerung. Wir haben einen Joystick, wo wir den Frontlader mit bedienen können, und schalten wir die Steuerung für den Bagger an, ist der gleiche Joystick direkt für den Bagger verfügbar. Die Maschine ist unwahrscheinlich flexibel und das zeigt es auch beim schnellen Abbau. Die Maschine ist innerhalb von wenigen Minuten frei und kann dann wieder ganz normal genutzt werden. Valtra und Forst gehört einfach zusammen. Wir haben hier einen neuen Montagerahmen und auf dem Montagerahmen können wir zum Beispiel Kräne aufbauen. Und damit die Kranmaschine gut geschützt ist, brauchen wir auch einen guten Schutz im unteren Bereich und im seitlichen Bereich, also eine Panzerung. Der Kran braucht eine Ablage, die ist hier im vorderen Bereich. Ich habe sie aus der Kabine eigentlich nicht im Sichtfeld. Und ganz vorne haben wir einen Greifer, der hat auch seine Ablage, sein Greifergestell. Wenn der Kran komplett ausgelegt ist, brauchen wir Stabilisierung. Und die Stabilisierung haben wir durch eine Vorderachsversteifung. Im hinteren Bereich sieht man die Kranmontagekonsole und ein Schnellwechselsystem, was uns ermöglicht, den Kran unwahrscheinlich schnell abzubauen und das Fahrzeug für andere Einsätze bereit zu machen. Natürlich bauen wir nicht einfach nur einen Kran auf, sondern selbst die Steuerung ist hier integriert. Wir nehmen den gleichen Joystick, den wir beispielsweise für die Fronthydraulik oder Frontlader nutzen, und verwenden den auch für den Kran. Die Steuerung ist in Kombination mit Kessler optimiert und für die Kräne und für den Schlepper perfekt abgestimmt. Die ganzen Aufbauten, die ganzen Features, die ganzen Ansteuerungen machen letztendlich diesen Valtra wirklich zu einem echten Forstprofi. Hier seht ihr den Kessler Feuerlöschtrailer, basierend auf dem Kessler Multipurpose-Konzept. Das heißt, der Feuerlöschbehälter wird aufgebaut auf dem Kessler-Trailer mit Multipurpose-Rahmen. Der Feuerlöschtankbehälter kann abgenommen werden. Wir haben ein Behältervolumen von 10,5 Kubik. Es befindet sich eine Füllpumpe mit bis zu 1000 Liter pro Minute Füllleistung und wir haben 2 Hohlstrahldüsen, Ausbringdüsen für Wasser mit bis zu 150 Liter pro Minute. Die Einsatzbereiche sind in Forstverbände oder in der Landwirtschaft, im Gelände, das heißt unwegsames Gelände, wo schwer zugänglich sind, oder auch für Kommunaleinsätze zur Bewässerung oder Gießen von Pflanzen. Der Kommunalbereich ist für Valtra ein ganz wichtiges Segment. Und hier haben wir einen Vertreter nochmal von der N-Serie. Und da geht es wieder um Kombination mit einem starken Partner wie hier Dyka. Hier war ein Ausleger mit einer Auslegeweite von 6,80 Meter. Und dieser Dura 700 ist montiert an der Kommunalplatte, an der DIN-Platte. Oberhalb von der DIN-Platte sehen wir hier so ein Kamerasystem. Und das verwenden wir, um den Sicherheitsbereich, den Sichtbereich zu verbessern für den Fahrer. Das sind gesetzliche Vorgaben, die wir erfüllen. Das ganze System wird eingetragen in den Fahrzeugschein. Und um zusätzliche Stabilität für die Auslage, für den Auslegemulcher zu erreichen, halten wir hier die Vorderachse fest über eine Achsversteifung. Wir stehen hier neben der Q-Serie, die haben wir 2022 vorgestellt. Die Q-Serie ist ein großer Schlepper, hat besondere Ansprüche, natürlich auch an Bereifungen, auch die kriegen wir über Unlimited.
Das ist jetzt ein Nokian-Reifen, der ganz neu auf den Markt kommt, Nokian Soil King. Und das ist ein Niederdruckreifen, der natürlich auch mit einer Reifendruckregelanlage ausgestattet werden muss. Der Schlepper hat eine Kamera verbaut. Eine Kamera, das ist die Unlimited View Kamera, die verfügt über eine künstliche Intelligenz, die aktiv wirklich Hindernisse erkennt und Warnsignale ausgibt. Neben Sicherheitsfeatures haben wir natürlich auch Erleichterungen für Service und Wartung parat. Dafür ist die Zentralschmieranlage verbaut. Und im Heck sehen wir hydraulische Seitenstreben, um da mehr Stabilität für die Anbaugeräte zu gewährleisten. Und für die Technologieoption gibt es noch eine zusätzliche ISEBO-Steckdose im Heck. Der Überblick hat gezeigt, dass wir in vielen Bereichen unterwegs sind. Der Kommunalbereich, der Forstbereich, der Bau und der Wegebau sind nur einige Segmente. Wenn ihr mehr erfahren wollt, kontaktiert uns oder kommt auf unser Händlernetzwerk zu.